auf Tour, was ist das denn? Da finden wir unsere Stärken und Schwächen raus. Da waren verschiedene Stationen. Es hat bei Mercedes stattgefunden. Und da waren dann verschiedene Leute, die uns dann Sticker draufgeklebt haben. Die hatten auch verschiedene Bedeutungen und dann, wenn wir fertig waren, mussten wir die auf so ein Blatt draufkleben und mussten suchen, in welchen halt von den Stickers wir die meisten hatten, also von den Bedeutungen, und ja, das könnte dann später vielleicht unser Beruf werden. Okay. Habt ihr noch was anderes gemacht? Ja, wir hatten auch Schnuppertage. Was ist das? Das ist so ein Tag, wo man in einen Beruf reinschnuppern kann, also möchte. Also ein Tag, wo man in einen Beruf hineinschnuppert, in dem man vielleicht später arbeiten möchte. Und du? Ich war beim DM, war ich für Kosmetik und mit Beratung interessiere. Ihr seid aber schon in der 8., oder? Habt ihr dieses Jahr auch schon was gemacht? Ja, wir sind schon in der 8. und dieses Jahr haben wir eine Potenzialanalyse gemacht. Was ist eine Potenzialanalyse? Das ist, das sind auch sowas wie verschiedene Stationen. Und da waren auch verschiedene Leute, die uns dann von den Sachen bewertet haben. Und die Leute hatten dann so Tablets und da haben die uns da halt bewertet. Und das war halt auch mit Obst verkaufen, mit Sani und verschiedene Sachen. Und wie hat euch das gefallen? Es war toll, weil es war auch in der Schulzeit, da mussten wir nicht zur Schule gehen, aber es war halt auch sehr interessant und man hatte halt wieder so eine Orientierung in dem Beruf. Und da waren die Lehrer oder Eltern auch dabei? Also da, wo wir waren, an dem Tag waren die Eltern nicht dabei, aber die Eltern waren dann bei der Auswertung dabei. Ja, cool. Danke für das Gespräch. Bitte. Eine Frage stellen. Was macht ihr denn in der 9. und 10. als Berufsvorbereitung? Wir gehen zusammen mit den Lehrern auf Berufsmessen und auf diesen Berufsmessen werden uns Schulen und Betriebe vorgestellt. Bei den jeweiligen Schulen und Betrieben können wir dann direkt unsere Bewerbungen abgeben. Außerdem bekommen wir rechtzeitig mitgeteilt, wann Infotage stattfinden, damit wir uns selber informieren können und einen ersten Eindruck von dem Berufskolleg haben können. In der 9. und der 10. Klasse müssen wir ein dreiwöchiges Praktika absolvieren und den Praktikumsplatz müssen wir selber suchen und wenn wir nichts gefunden haben, bekommen wir Hilfe von den Lehrern. Jetzt kann ich euch ein paar Fragen stellen? Ja, klar. Ja. Behandelt ihr auch Aspekte für die Berufsvorbereitung im Unterricht? Ja, sowohl in Deutsch als auch im Englischunterricht werden wir darauf vorbereitet und wir schreiben halt auch Lebensläufe und Bewerbungen, die benotet werden. Und alles, was wir machen, sammeln wir im Berufswahlpass. Schreibt ihr die Bewerbungen auch auf dem Blatt oder auch manchmal auf dem Computer? Wir machen es sowohl auf dem Papier als auch digital auf dem Computer, wo wir auch den Umgang mit Computern erlernen. Lernt ihr das hier in der Schule? Ja, im Computerraum, das kann ich dir gleich zeigen. Im Computerraum, hier schreiben wir die Bewerbungen und können sie auch gleich da hinten ausdrucken. Warte, jetzt. Und hier ist das Bockbüro. Wenn man hier Fragen hat, kann man sie beantworten. Hier sind die Lehrer. So we didn't had any in class 11, but it all started in class 12, where we were visiting a job center. There were a lot of people who explained us how to write a job application, and they explained us what kind of courses of education we could choose, and for example, if we want to go to a university or a college, or if you want to start working. Are there any professional trainings? If so, in which class and for how long? So in the A levels you don't do so it's not organized by the school if you have ones, but you can
make it for yourself. For example, when you are on your holidays or when you have holidays, you can go to a place and ask for a job, like for 2 or 3 weeks, and then you can just experience yourself. Do the students visit any job fairs or career fairs for further education, for example, university or open days of other schools? Yeah, I remember in class 12 there was a week where the students were allowed to visit the university instead of coming to school. Then they could just look how it is to study and what kind of course they want to choose. And yeah, or we even visited a place which was called Vocation. So there were a lot of universities who introduced themselves for us, and then it was easier for us to see what kind of direction we would like to choose. Do you use any brochures, magazines, etc. that inform you about professional orientation? Say which one. As my friend already mentioned, we went to a professional fair trade, and at the end we got many magazines that inform us about the study courses, and there was even a requirement test in it. Are there any specifics concerning orientation at your school? Not really, but we can always talk to our mentors. Do you think the professional orientation at your school is sufficient? Do you think the professional orientation at your school is sufficient or efficient or necessary? To my mind, they were always well organized, and it was very informative, but I think at the end of the day we have to decide ourselves. Okay, thank you.